Hi Susan. Hallo Chris. Du sitzt hier jetzt oben. Hm? Ja, bis hierhin habe ich geliebt. Und hier ist auch ein bisschen dein Ort. Ja, also ich stelle mir manchmal mein Leben so vor, ähm, in Form von einem Haus oder selbst ähm, meine Person als Haus. Und dann habe ich so ein Haus gemalt und also bis zum dritten Stockwerk, also habe ich so einen Strich gemacht und geschrieben, bis hierhin habe ich geliebt. Und jetzt ist mir kommt jetzt hier dieser Dachboden in diesem Haus. Ein Ort, der aus sich heraus besteht, also fast wie so eine Kathedrale finde ich den hier oben. Also wie so ein, also ich forsche ja seit 25 Jahren, seitdem ich Kunst studiert habe, was Wirkungen auf mich hat. Mhm. Und ähm, das sind zum Beispiel, wenn ich irgendwie wie in einen Kaffee komme oder so, dann fühle ich mich immer irgendwie zu einer Stelle hingezogen. Also ich kriege dann genau raus, wo ich sitzen will. Also wo es irgendwie eine Stelle gibt, die auf mich irgendwie wohltuend wirkt oder die für mich stimmt. Mhm. Und ich habe eigentlich auch einen Dialog mit Räumen. Ich führe einen Dialog, die geben mir was vor, einen Raum und ich forsche eigentlich oder ich horche in mich rein, wie ich auf einen Raum reagiere. Was der Mhm. bei mir bewirkt. Ich mache das mit Menschen, ich mache das mit Räumen, mit Häusern, mit Wohnungen, mit Städten, Ländern. Also dieser Brottüte geht einer 25-jährigen Forschung, ähm, Forschung an der Forschung mit der Drucktechnik Lithografie. Also das habe ich Das studiert. ist ein Lithografie. Darauf habe ich eine Ein Lithografie, einen Steindruck. Steindruck. Ja. Ja, Das ist genau. also also was mich eben an Steinen fasziniert, die hat nicht der Mensch erfunden. Also Computer und Technik und ähm, Ja. Und da, aber Steine aus die es eben da, ich bin da jetzt nicht so informiert, ich weiß aber eben, es gibt die kaum noch, die gibt es sehr selten und die hat man früher benutzt, um Bücher, also für ja. Buchdruck. So. Also am liebsten, ich meine, ich habe zu der Technik jetzt meine ganz eigene Philosophie entwickelt, weil ich ähm, während meiner 25-jährigen Druckerfahrung beobachtet habe, was die bei mir bewirkt. Und ich sage jetzt, die verlangsamt meine Menschwerdung. Also die Technik, die geht sozusagen Umwege. Also meine Gedanken, die gehen ja unheimlich schnell. Also Worte, die kommen ganz schnell aus meinem Mund. Oder die gehen auch ganz schnell ins Ohr des anderen. Und zu sagen, auch mal ein Pferd oder ich baue jetzt mal ein Haus, das ist schnell gesagt. Und sich seinen Gedanken glauben. Also ich forsche auch eben, ich denke viel nach über Worte, über Gedanken, über Inhalte, also was man sich glaubt. Und ich habe eben an dieser Technik, also weil die Umwege geht, also so wie vielleicht bei so einem Olivenbaumbauer, der jetzt Oliven einlegt, der muss auch einen Umweg gehen. Also man muss die Steine schleifen, dafür braucht man 8 verschiedene Sandsorten, von grob bis fein, das ist Diamantsand, ein ganz feiner Sand. Ähm, man muss darauf achten, dass die nass bleiben. Also man muss sehr viel erstmal vorbereiten, bevor man auf so einen Stein bearbeitet. Ähm, das ist Mhm. eigentlich das A und O, wo es mir die ganze Zeit drum geht, dass ich offensichtlich irgendwas habe, dass ich was empfange. Also überall. Ich empfange, wie Menschen reden, wie die aussehen,
das wirkt alles auf mich. Ob jemand laut redet, ob jemand leise redet, was er sagt, zum Beispiel, was jemand zu mir sagt, wirkt auf mich. Wie er es ausdrückt. Sagt er, du siehst schön aus, werde ich ein bisschen schöner. Sagt er, du siehst scheiße aus, fühle ich mich ein bisschen bedrückt. Also es wirkt alles auf mich. Es hat alles auf mich eine Wirkung. Und genauso geht es mir mit Farben, hat auch auf mich eine Wirkung. Komme ich in einen Raum, so war das damals bei meinem Professor vor 25 Jahren, kam ich in seine Wohnung, war ein Raum leer, habe ich ja schon mal erzählt. Also der war weiß angestrichen, eine Altbauwohnung, und in diesem leeren Raum hing eine blaue Karteikarte, die man jetzt irgendwie, von denen es Millionen gibt auf der Welt. Aber dann habe ich dieses Blau, das hat was bei mir bewirkt. Die hat mich verzaubert. Sowas Banales, sowas wirklich Banales, ein Stück Papier und eine Farbe. Und da fing ich an, mich zu fragen, wie kommt das? Und wow, also, und das habe ich dann sozusagen wie kann man das sagen? Das habe ich dann zu meinem, dann habe ich angefangen, mich in mein eigenes Ich zu versenken und mich schriftlich zu begleiten. Und vor allen Dingen ist mir dann aufgefallen, was besonders auf mich wirkt, ist, was jemand zu mir sagt. Und dann ist mir aufgefallen, das ist mir wiederum auch bei meinem Lehrer aufgefallen, dass manche Menschen, die so sehr, sagen wir mal, traurig da angefangen haben zu studieren oder die so ein bisschen, die kein Selbstwertgefühl hatten oder unsicher waren oder so. Also, und bei wem es mir noch aufgefallen ist, ist bei Chris Steinbrecher, der mich sozusagen entdeckt hat. Also der auf einmal so begeistern konnte, also so viel erzählen und geben konnte und dem anderen irgendwie dass der anfing, der Mensch, also so die unsicheren Studenten auf einmal zu leuchten. Also die wurden immer schöner. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich gedacht habe, boah, man kann bei seinen Mitmenschen, also man kann was bewirken. Also man kann eigentlich mit Worten oder vielleicht mit einem Spiegel sein, man kann den Spiegel, man hat ja selber keinen Spiegel, man kommt nicht als Spiegel auf die Welt, man sieht sich nicht, aber ich bin ja von meinem Gegenüber, ich sehe alles an meinem Gegenüber, und dann habe ich eben auch gesehen, wann das zum Beispiel die Augen anfangen zu leuchten. Jannis Maria Beslau. Oh, das sind Der Sohn von die 4 Brote nebeneinander. Das sind 2 Flügel, ne? Ja, das sind eben die Flügel. Und denen geht eben eine Geschichte voraus. Hier steht auch nochmal leuchtende Augen, das macht Sinn. Das ist auch eine Lithografie, leuchtende Augen. Also Hast du diese Lithografie auch gemacht? Ja, und darunter ist eine Freundin von mir. Ein Foto, habe ich alles. Ja. Also das ist auch wieder so eine. Und also auf die Motive, also die zum Beispiel, die Kerzen sind entstanden, der Frank, ein Mitarbeiter, der Fahrer vom Lichthaus, also vom Fundamt, der hat sich an meinem Geburtstag das Leben genommen. Und dann seltsamerweise hatte ich aber irgendwie auch einen Kontakt mit dem. Also habe ich so, und dann haben Silke und ich also Karten gestaltet für ein Zusammenkommen und einfach Gedenken an Frank, an Frank zu denken. Und dann habe ich diese Kerzen gemalt. So. Und dann kam der Koch vom Fundamt und sagte, wow, sowas könnte ich nicht. Nee. Sowas könnte ich nicht. Und dann sowieso Das ist auch ein schöne Lithografie, um was zu gedenken. Ja. Natürlich. Ja? Und sowas interessiert mich eben. Die Kerze interessiert mich sowieso schon auch viele Jahre. Zum Beispiel der Komponist Karl-Heinz Stockhausen, von dem ich ein wunderbares Interview habe, der stellt sich eben vor, dass wir Menschen kleine Lichter sind
Und viele Lichter bilden zusammen ein großes Licht. Also dass wir alle zusammen ein großes Licht bilden. Ich habe zum Beispiel ich schreibe ja Silke Schulze seit 25 Jahren Briefe, weil ich ja unter anderem an einer schreiberischen Malerei und malerischen Schreiberei forsche. In Wort und Bild. So sieht er aus. Da habe ich das Papier, was ich normalerweise eben, ich schreibe immer in Schreibhefte seit 20 Jahren, seit 25 Jahren. Es kann auch was Geheimnisvolles bleiben. Es ist ja ein Brief, ob ich den aufhänge. Ein Brief und... An Silke, aber jetzt in einer eben so. Ja, genau. Beidseitig mit ihrem Sohn. Mit dem war ich nämlich in Berlin und habe die Brottüten zusammen mit Janis Maria gedruckt. Der hat bei mir Praktikum gemacht. Und zwei. Also der... Und da ist wahrscheinlich... Und dann habe ich... Ja. Also wollte ich parallel Silke, während ich mit ihrem Sohn in Berlin bin, auf eine ganz neue Art einen Brief schreiben, aber dann habe ich sein Porträt gemalt und das Porträt von Thomas, wo wir gewohnt haben. Und ich habe hier auch schon was gesehen. Ja, ich mache eben Porträts, ja. Hier einer. Ja, und der Ursprungsgedanke war, im Fundamt eine Wand zu machen, die Wand meiner Freunde. Und dann wollte ich eigentlich Menschen, meine Kunst knüpft immer an irgendwas an. Also entweder diese Kunst knüpft jetzt an die Ausstellung im Fundamt an, das Silke mich eingeladen hat im Fundamt, eine Ausstellung zu machen, und ich habe mit Silke verbindet mich eine ganz besondere Freundschaft, und dann habe ich eben überlegt mit ihr, was könnten wir ausstellen im Fundamt, und dann meinte sie, ich liebe deine Porträts, schon oft gezeichnet, das ist jetzt eine... Das bin ich nicht, das bin ich, ja. Ja, das bist du. Ja. Ja. Und das ist Peter, ja, bei dem haben wir meistens knüpfen die Gesichter an irgendwas an. Dann hast du mich gefragt, dann habe ich dich gefragt, welches Vorbild du hast im Leben. Und dann hast du gesagt, mich interessiert, du hast keine Vorbilder. Wenn überhaupt, hättest du ein Vorbild, und das wäre Nelson Mandela. Und seltsamerweise bin ich mit dem auch schon viele Jahre beschäftigt, weil mich an Nelson Mandela... Und dann habe ich dich gefragt, wieso ist Nelson Mandela dein Vorbild? Und dann hast du gesagt, eigentlich weil der vergeben kann. Hier, die gibt es aber in überlebensgroß, aber die ist hier auch auf dem T-Shirt. Die hat den Titel Hans im Glück, und die ist entstanden zu der Abschiedsausstellung, zu der Verabschiedung von unserem Professor, wo Silke und ich studiert haben. Drucktechnik, eben Steindrucktechnik. Zu seiner Verabschiedung habe ich eben diese Lithografie gemacht, nach oben gucken. Also weil ich eigentlich von Wolfgang gelernt habe, zu stimulieren. Der hat immer die Fähigkeiten in den anderen Menschen gesehen. Und in der Bibel heißt es ja auch Glaube, Hoffnung, Liebe. Und der hatte die Fähigkeit, dass man sich, wie soll ich sagen, zu stimulieren, also zu beflügeln. Und das verstehe ich unter Nächstenliebe, unter soziale Plastik, wie Beuys immer gesagt hat. Er ist interessiert an einer gesellschaftlichen, sozialen Plastik, wo Menschen sich gegenseitig sozusagen in ihren Fähigkeiten spiegeln, aneinander glauben, beflügeln. Und ich habe nicht Kunst studiert, um berühmt zu werden, sondern Kunst heißt ja Kreativität, schöpferisch sein.